In 10 Tagen von Deutschland nach Miami in einem zweimotorigen kleinen Flugzeug über den Atlantik, durch die Arktis und das mitten im Winter. Das größte Abenteuer unseres Lebens. Das Wetter ist elementarer Bestandteil einer jeden Flugreise und dass sich das auch mal ändert, ist klar, aber mit jeder Meile, der wir uns genähert haben, wurde es immer schlechter. Mit den Speed bei 100 halten. Ja. Wenn so eine Böe weggeht, ist schon brutal. Und du versuchst als Pilot im Landeanflug die ganze Zeit das Flugzeug auf die Landebahn ausgerichtet zu halten und nicht irgendwo so wegzudriften, weil du willst ja auch in der Mitte landen. Und die große Herausforderung ist halt natürlich, dass du sanft aufsetzt und nicht mit dem Bugrad zuerst aufsetzt. Genial, mega! Das war ein Anflug, ne? Danke. Das war eine der härtesten, stürmischsten Landungen, die ich je machen musste. Ja, nach der Landung waren wir super happy, haben uns Fistbump gegeben und ich konnte dann mein Herz auch wieder aus der Hose rausholen. Danach, genau. Ja. Hast du uns auf Video? Ja, wir das müssen wir angucken. Das müssen wir angucken. Angekommen in Wick. Drew Murray von Far North Aviation nimmt uns im Empfang. Camp's bar, good for a drink and a fight to fuck. Ja, ne? Cheers, Männer. Der nächste Tag beginnt 6 Uhr morgens. Das Ziel? Reykjavik, Island. Dazwischen liegen nur 1000 Kilometer eiskaltes Ozeanwasser. Um bei einer Notwasserung länger zu überleben, gibt es für uns spezielle Überlebensanzüge, die wir definitiv tragen müssen. Ja, bist du aufgeregt? Ja, so ein bisschen. Jetzt wird's spannend. Viel Wasser unter den Flieger. Wenn man in 2 Grad kaltes Wasser ungeplant stürzt, hat man in der Regel 1 Minute bis zur Bewusstlosigkeit. Mit den Life-Suits sind es 8 Minuten. Diese Zeit muss ausreichen, um in die Rettungsinsel zu gelangen. Als ich den Anzug anziehe, wird mir bewusst, das hier kann wirklich gefährlich werden. Felix hat aber dazu eine ganz klare Haltung. Also gefährlich würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Gefährlich klingt so ein bisschen nach unkontrollierter Gefahr und Risiko. Das war es sicher nicht. Aber ja, gefährlich ist es schon in dem Sinne von, man fliegt stundenlang über den 1 oder 2 Grad kalten Atlantischen Ozean, über 10 bis 20 Meter hohe Wellen, über Eisschollen, über unbewohntes Gebiet, über Tausende von Kilometern. Das ist schon per se gefährlicher, als wenn man jetzt einen kleinen Flug macht von Deutschland nach Österreich. Jan und Felix sind sehr erfahrene Hobbypiloten, die vor allem als Team super funktionieren. Ich bin also in guten Händen und muss mir keine Sorgen machen. Wir waren damals schon absolut geflasht von den Vorabaufnahmen, aber das jetzt nochmal zu sehen, die 3 Jungs im Flugzeug, gefühlt um die halbe Welt.
Kurz bevor wir unsere Reiseflughöhe erreichen, müssen wir uns künstlich Sauerstoff zuführen. Das ist sehr wichtig, weil die Luft hier oben sehr dünn ist und so die normale Atmung nicht funktionieren würde. Kommerzielle Passagierflugzeuge und Privatjets haben dafür eine Druckkabine. Vor der isländischen Küste musste der PIC, der Pilot in Command, also hier Jan, eine wichtige Entscheidung treffen. Denn die Wetterprognose für Island war sehr schlecht. Um solche potenziellen Gefahren bestmöglich abzuwenden, hatten wir die ganze Zeit Kontakt zu einem erfahrenen Piloten und Freund, Jan Stumpf. Der Flug von Schottland, Wick, nach Reykjavik war besonders spannend für mich am Boden, weil ich vorher mit dem Felix telefoniert habe und wusste, dass ihr alternativer Flughafen im Süden von Island liegt und in Reykjavik das Wetter schlecht ist. Und im Süden von Island zog das Wetter aber auch zu und war auch nicht sonderlich gut. Und Felix hatte mich gebeten, im Zweifel den Flughafen anzurufen, was ich auch gemacht habe. Als ich den Flughafenmitarbeiter am Telefon hatte, ich hörte erstmal ein großes Grummeln im Hintergrund und er meinte dann, Moment. Und er hat mir dann erklärt, er musste gerade erstmal vom Schneeflug runtersteigen, weil die Landebahn noch halb mit Schnee voll ist und aktuell er nicht absehen kann, wann hier jemand landen kann. Das war der Punkt, wo ich Felix über das Satellitentelefonsystem eine Nachricht geschrieben habe, dass es vielleicht eine bessere Lösung ist, nach Egilsstadir zu fliegen. Zum ersten Mal auf unserer Reise mussten wir diverten. Das heißt, einen Alternativflughafen anfliegen, da am Zielflughafen eine sichere Landung nicht möglich ist. Das bringt uns aber überhaupt nicht aus der Ruhe. Sicher landen wir in Egilsstadir. Am nächsten Tag können wir dann unser Ziel vom Vortag ansteuern, Reykjavik. Wir landen sicher und werden sehr herzlich von Alexander begrüßt. Með stærsta jökul í Evrópu. Takk fyrir. So you're gonna just relax at the Bahamas, you know? Get some tan, some margaritas. In der isländischen Hauptstadt angekommen, wird noch einmal deutlich, was es heißt, in kürzester Zeit in die verschiedensten Länder einzureisen. Wusstest du übrigens, dass wir nach diesem Trip einen Doktor kriegen, einen Ehrendoktor? Ja? Beim Thema PCR-Testen, weil wir jetzt wissen, wie man wo testen muss und wie das funktioniert. Ich brauche ein Studium für. Testen. Danach werden wir noch zum Hotel gebracht. Der nächste Morgen beginnt für mich allerdings deutlich anders als geplant. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe etwas geschlafen, mein Wecker überhaupt nicht gehört. Und das Shuttle kommt in 5 Minuten auf. Wir starten heute rüber nach Kulusuk und der Trip wird, glaube ich, echt wahnsinnig. Ich freue mich sehr, aber trotzdem geht es jetzt erstmal darum, zügig an den Flughafen zu kommen und dann geht's los.